Beim Kolorieren beginne ich meistens mit dem Copic Marker E50 oder auch Eggshell und fange an, erstmal die groben Schatten zu setzen. Je nachdem benutze ich mal einen hellen Stift, damit ich auch im Nachhinein korrigieren kann. Und auch lasse ich gerne ein bisschen von dem Weiß des Papieres übrig, wie man jetzt an der Wange sehen kann, um einfach, ja, das Weiß des Blattes als Hautfarbe mitzunutzen und ja, Lichtreflexe darzustellen. Die Art, wo ich die setze, ist meistens eher random gewählt. Also manchmal gucke ich mir Fanarts an und übernehme das dann. Oder experimentiere, je nachdem. Also ich meine, die Wangenflächen sind meistens weiß. Und zum Korrigieren benutze ich dann, wie gerade eben zu sehen, den Copic Marker 0, also den Colorless Blender, damit ich die hellen Farben, also es geht meist nur mit hellen Farben, wieder zurückwischen kann und das Weiß des Papiers wieder raushole. Und wichtig dabei ist halt, dass man dann nochmal mit der Farbe drüber geht, damit die Ränder nicht so krass sichtbar sind, also so wie bei Aquarellfarben, dass es so harte Ränder gibt, sondern dass die Übergänge schön weich sind. Bei dem Hals jetzt habe ich auch wirklich random die Schatten gesetzt. Ich habe zwar noch gewusst, dass das Licht von oben links kommt, aber das fällt meistens eh gar nicht so auf, wenn man sich nicht wirklich daran hält. Also ich zumindest mache es eher mal auf gut Laune. Ja, und wenn ich dann sehe, dass mir die Schattensetzung einigermaßen gut gefällt, dann fange ich an zu verstärken. Und das mache ich meistens dann mit Skin White oder E00 und gehe einfach nochmal auf Bereiche wie an den Augen und an den Haaren und an der Unterlippe und Nase nochmal mit dem E00 nach und wische das Ganze dann mit dem E50, um sehr weiche Übergänge zu bekommen. Harte Übergänge können auch teilweise sehr schön aussehen, wie man jetzt zum Beispiel auch hier an dem Weiß an der Wange sieht. Die gute Mischung macht es in dem Fall. Weiter geht's dann mit den V000, also 3x0. Mit dem verstärke ich dann eigentlich auch nochmal die Schatten, beziehungsweise zeichne oder male ich dann über die dunkleren Hautstellen. Das kann meistens eigentlich irgendeine andere Farbe sein, in dem Fall ist es halt dieses V00, so ein bisschen violett. Damit deutet man dann eigentlich so im Idealfall Umgebungsfarben an. Also so Sachen, die sich dann in der Umgebung wiederholen. Bei dem Bild werde ich das jetzt nicht machen, aber ich finde, es macht so ein schönes, leichtes, rötliches, so einen rötlichen Ton in die Haut, also in die Wangen. Und lässt das Ganze ein wenig lebendiger aussehen und nicht so plastikartig, als wenn man nur einfach die Hautfarbe benutzt oder vielleicht auch so einen Grauton oder so. Sondern damit wird das Bild an sich einfach etwas wärmer. Ich muss auch natürlich hier auch aufpassen, wie bei, ja, wenn man mit der Hautfarbe noch weiter verstärkt, dass man nicht unbedingt die Weißflächen oder das, was man eigentlich hätte heller lassen wollen, da zu sehr mit Einfluss nimmt. Weil sonst wäre die Arbeit drumherum zum Malen ein bisschen umsonst gewesen. Als nächstes mache ich weiter mit einem dunkleren Violettton, V91. Und wenn man sich da am Anfang gar nicht sicher ist, ob der nicht vielleicht zu dunkel ist, kann man die Spitzen aneinander reiben und mal kurz testen, ob es vielleicht passt. In dem Fall hat es gepasst, so dass ich den Stift auch direkt so verwendet habe, um die Schatten zu setzen und zu verstärken. Und wie ich vorhin schon erwähnt hatte, ist bei sowas auch extrem wichtig, dass man die Stifte oft wechselt und immer wieder die Übergänge mit dem alten Hautton, also den Ton, den man vorher da gesetzt hat, überarbeitet, damit die Übergänge weicher werden.
und so ineinander gemischt werden. Dabei sollte man auch wissen, dass es einfacher ist, wenn man nass-nass arbeitet, also das Ganze noch so lange macht, wie die Farbe auf dem Papier noch durchsichtig ist, also noch nicht getrocknet ist, damit die noch leichter zu lösen ist. Also dass man halt, wenn man wischt, nicht noch mehr Kanten oder Ecken reinhaut oder irgendwelche Schlieren zieht, sondern dass man die Farbe halt mitziehen kann.